Ja, ihr Lieben, so geht's eigentlich, oder? Ich meine, draußen sein, Abenteuer, Freiheit, das ist Camping. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Camping-Check, die Sendung von Camper für Camper. Und das wird richtig spannend, denn wir gehen auf ein Wohnbus-Treffen, da sind wir eingeladen. Richtig dicke XXL-Camper, selbst gebaut. Außerdem gehen wir auf den Campingplatz Auenland und treffen dort den Anno. Bin ich sehr gespannt, denn der hat einen Wohnwagen entwickelt. Für jeden sozusagen. Bausatz 5.000 € nur. Das könnte wirklich was für uns sein. Und außerdem gibt es Neues vom Campingplatz in Dinkelsbühl von Ben und Odin. Da waren wir ja schon mal. Und ich habe gehört, nachdem wir da waren, ist das Ganze so ein bisschen eskaliert. Was das ist, das wollen wir jetzt ein bisschen rausfinden, beziehungsweise was den Jungs passiert ist. Mit an meiner Seite ist wie immer die Pamela, unser jetzt fast 30 Jahre altes Wohnmobilmädchen, also fast Oldtimer, das wird eine spannende Sache. Außerdem natürlich, da ist er, hey, grüß euch. unser Lukas, mein Kamerakumpel. Und ich würde sagen, lasst uns einfach nicht so viel Zeit verschwenden. Lasst uns loslegen. Lasst uns Camping checken. Auf geht's. Unser erstes Ziel liegt im hessischen Borken, direkt neben dem Naturbadesee Stockelache. Den gucken wir uns auch noch an. Aber zuerst geht's aufs XXL Wohnbus-Treffen. Hier soll es ganz extreme Camper geben. Die haben sich alle einen alten Setra Reisebus zugelegt und selbst zum Wohnmobil umgebaut. Lukas, ich glaube, wir sind im Himmel. Guck dir diesen Hintern an. Und da auch. Was sind das für... Guck dir das an. Was für Rundungen. Hallo. Hi, moin. Moin. Seid ihr auch mit dem Wohnmobil da? Ja, mit der Pamela. Ich bin Friso, das ist Lukas. Moin, servus. Ja, ich bin Rainer, moin. Rein, moin. Im Fernsehen. Hallöchen. Genau. Wir Die haben, ein Sendung habe Herz, ich mal gesehen. wir haben ein Herz für alte Wohnwagen. Aber sowas hier habe ich noch nicht gesehen. Du kommst aber aus dem Norden, nicht? Ja, ich bin ursprünglich Hamburger, aber lebe schon seit über 20 Jahren in Schleswig-Holstein. Wollen wir mal reingucken? Ja, geh mal rein. So. So, machen wir mal. Ja, herzlich willkommen. Hi. So, da hinten liegt noch unser Sohn. Ja, Moin, moin. Das ist aber richtig kuschelig da hinten. Guten Morgen. Der pennt noch. der pennt noch richtig, genau. Womit wart ihr denn da hier schon? Bitte? Oh, überall. Im Grunde genommen, ich meine, die letzten Jahre ist es eher hier innerhalb von Deutschland, weil wir jetzt durch die Ferien unseres Sohnes nicht mehr so weit kommen. Aber wir haben ja auch Freunde, die fahren 3-4 Monate nach Marokko, den Winter über. Ja, Kannst du das mal aufmachen? klar kann ich das mal aufmachen. Hoffentlich jetzt. Das ist VW Käfer Fallschiebe. Genau. Ach echt jetzt? Ja, genau. Und das haben wir eingebaut, weil wenn hier die Sonne rauf scheint, dann wird das ja so warm hier drin, da kannst du Tomaten drin züchten. Und hier, reines dass du Gewächshaus. hier, sagen wir mal so, dass die Stauwärme abziehen kann. Weißt du? Und man hat einen guten Rundumblick. Du kannst Ja, das auch noch. aufs Dach rauf, ne? Also unser Sohn geht inzwischen gern über die Leiter hoch und setzt sich oben hin und hat dann auch den Rundumblick, ne? Das ist schon Können wir das auch mal probieren? Darf ich auch mal? aufs Dach rauf? Ja. Na klar, logisch. Lukas, was sagst du? Du bist ein bisschen sprachlos. Ich bin fasziniert. Also, wir haben schon viel gesehen, aber das toppt jetzt bald alles hier. Das sind ja die kleinsten, die niedlichsten eigentlich auch. Ja. Und dieser Hintern, oder? Ja, attraktiv schön. Mein Wohnmobil heißt ja Pamela. Die hat nämlich auch so einen leicht runden Hintern. Okay. Ja. Da ist jetzt hier ein schöner Mercedes-Motor drin, 6-Zylinder mit 170 Turbo PS. Und mal ein paar dicke... Was ist denn das da? Das ist die Zentralschmierung, dass du nicht mehr unterlegen musst, sondern mit den hier machen musst. Das schmiert dann halt hier automatisch. Das sieht aus wie Butter. Kannst du ja auch aus Brot schmieren, ne? Nee, lieber nicht. Wie fährt sich denn so ein Teil? Der fährt sich so super geil. Wenn du losfährst, dann ist das alles ein bisschen, die Lager sind kalt. Ja, und dann ist ein bisschen, aber je länger du fährst, so nach 10, 50 Kilometern, das ist wie eine Sänfte. Hast dein Lenkrad in der Hand, 5. Gang, schwingst du so schön. Und je länger du fährst, der will immer weiter, Ja, also das ist ein Traum. Und ich da einfach hoch jetzt. Ja, klar. Muss oben einmal mit dem Knie rauf da oder geht er dann? Lukas, kommst du? Ja, ich versuch's mal. Oh, am Hintern hochgeklettert. Wunderbar. Ja, wer klettert schon am Hintern hoch? Ne? Der Lukas. Kann man schön in der Sonne liegen. Was sagst du? Kann man schön in der Sonne liegen. Hier kann man schön in der Sonne liegen. Guck dir das mal an. Festivals, Überblick. Boah, wie viele Fahrzeuge. Hier fühlen wir uns zu Hause, oder? Hier können wir bleiben.
Da gibt es noch ein paar interessante Stückchen, die wir uns angucken. Guck mal, den da hinten, krass. Kann man nicht reingucken. Wollen wir reingucken, oder? Auf jeden Fall reingucken, ja. Oh, Friso, guck mal hier, ein Mopedchen. Mein Kumpel Lars, der hatte früher, als ich noch ganz klein war, so ein Teil. Da sind wir zu zweit mit durch den Schnee gefahren. Zünd ab. Habt ihr Winterreifen gehabt dann? Aber richtig schick. Nee, wir sind geschlittert wie die Schweine, ich sag's dir. Hallo? Hallo. Dürfen wir mal stören? Das dürft Ja, ihr. gerne. Wir drehen einen Film über verrückte Camper und ihr seid mit eurem Treffen hier ganz weit vorne. Ich bin der Friso, Lukas. Servus, Lukas, hi. Wir stören beim Frühstück, hi. Oh, das macht nichts. Das ist ja ein irres Teil. Dürfen wir mal gucken? Ja, ihr könnt mal durchkommen. Ich setze mich mal zu euch. Magst du ein Brötchen? Danke, wir haben gerade gefrühstückt, du. Schicke Küche hier. Hat das einen Namen, euer Mobil? Das ist die Villa Sorgenfrei. Ich will da sorgenfrei. Womit seid ihr damit unterwegs? Wir sind überall. Wir fahren überall damit hin. Also wir fahren in Urlaub, wir fahren zu Bustreffen. Du bist die Tochter. Ja, genau. Und du bist auch immer mit dabei? Ja, wenn ich Zeit habe, ja. Das ist schon, da wird man über angesprochen, oder? Da bist du der König mit auf dem Campingplatz, oder? Ja, manchmal holt er mich damit auch von der Schule ab. Dann gucken wir Das ist mal natürlich alle. cool. Wenn er dann so durch die Buschschleife fährt, das ist immer ganz witzig, ja. Wahnsinn. Ich meine, das ist krass. Die einen werden mit dem Ferrari abgeholt und mit dem Bus, du bist ja viel größer drauf, oder? Ja. Und du bist der Sohn? Ich bin der Sohn, genau. Genau, wirst du auch mal mit dem Bus abgeholt. Ja, früher, ab und zu, ja. Und wo schlaft ihr denn jetzt zu viert? Also 2 schlafen hinten, klar. Ja, also wie die Kinder noch kleiner waren, hatten wir das so, da hat einer hier oben geschlafen. Und ich hatte hier die Klappen rausgenommen aus dem Schrank und hier eine Matratze drin und die Kleine musste immer im Schrank schlafen. Die Brutkiste. Ja, genau. Und dann irgendwann mal tumultartige Szenen und die wollen das nicht mehr. Und jetzt klappen wir vorne den Tisch runter und Ach, hier schläft der Sohn. artige Szenen. Und du hast aber keine Schäden mitbekommen, also in dem Brutkasten da hinten? Nö, Nicht keine Klaustrophobie oder nö. alles gut? Also, vielen Dank, dass wir gucken durften. Ihr seid wirklich ein cooler Haufen. Schön, dass ihr da wart. Und schöner Bus, wirklich. Lasst euch noch schmecken. Genau. Brötchen, ciao. Macht's gut. Okay. Tschüss. Das ist ja jetzt auch mal eine andere Liga hier, ne? Da könnten wir eigentlich auf die Pamela hinten reinfahren. Unten reinfahren sogar. Hallo. Moin. Dürfen wir mal stören? Ja. Der Lukas Friso. Servus, Gute. Gerd. Gerd, dürfen wir mal reingucken bei dir? Ja. Ernsthaft? Ja. Danke. Lukas, wir dürfen. Oh. Ihr habt ja mal richtig Platz. Es geht. Wie viele Betten habt ihr denn da? Wir sind in der Spitzenzeit mit 2 Erwachsenen, 4 Kindern und einem Hund gefahren. Damals war es so, junge Familie, kleine Kinder, kein Geld. Aber so ein Bus kostet auch ein bisschen was, oder? Ja, ein bisschen. Okay. Aber ein Bus, wenn der ein bestimmtes Alter erreicht hat, kannst du den billig erwerben. Und dann habe ich für 25.000 Mark diesen Bus gekauft. Okay, das ist mal, ja. Dann haben wir den in 5 Jahren umgebaut zu dem, was er jetzt ist. Also es war ein normaler Reisebus mal. Und ja, und seitdem fahren wir damit. Ne? Wie viel hat deiner runter? Rund 800.000. 800.000. Wobei, das ist für einen Bus ist das ja auch nichts eigentlich. Nein, die Motoren, die können normalerweise 1,2, 1,5 Millionen. Das Bad dürfen wir auch mal. Ja, klar. Das Bad ist ja das Highlight, ne? Du hast aber ganz wenig Platz hier, du. Ja. Seitdem die Kinder nicht mehr mitfahren. Geht's endlich? Hier geht's weiter. Ja, das ist... Was, wie geht's hier noch Friso, weiter? guck mal bitte. Das wäre ein Spiegel. Nein, hier wird geschlafen. Das gibt's ja nicht. Weiteres Schlafzimmer. Ja, fast hätten wir es nicht gesehen. Irgendwo muss der Eigner ja auch schlafen, ne? Das war's jetzt aber, oder geht's da hinten noch weiter? Nee, es gibt hier noch einen Keller unter. Wie ein Keller. So. Ja. Ach, den Fahrrädern, da müsst ihr ja dann auch noch mal eben reingucken. Das gibt's ja nicht. Guck dir das an. Friso, du jetzt. Ich meine, wir haben schon Wohnmobile gesehen, die waren halb so groß. Und jetzt? Mit Werkstatt, Ja. Fahrräder. Also, ich muss ja immer überlegen, wo ich bei Pamela alles lasse. Auch wenn ich alleine unterwegs bin. Was ein irres Teil. Gerd, gute Reise euch. Ja, Viel danke. Spaß noch auf dem Treffen. Danke. Danke dir. Danke, dass wir gucken durften. Gerne. Macht's gut. Ich komme noch gar nicht drauf klar. Ich meine, was für Riesenmobile, oder? Und
da stehen noch mehr. Wir gucken uns gleich an. Ich wollte euch nur kurz erzählen, man kann hier auch stehen auf diesem Parkplatz. Also wenn hier kein Mobiltreffen ist, kein XXL-Mobiltreffen, kann man hier stehen. Wohnmobilstellplätze, 6 € die Nacht, das ist natürlich richtig günstig. Man sollte allerdings autark sein, weil mit Strom ist hier nichts und Toiletten ist auch schwierig. Aber jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum soll ich denn bitte auf so einem Parkplatz irgendwie Urlaub machen? Wegen dem hier. Das ist er, der Naturbadesee Stockelache. Cool, oder? Vor allem, das ist richtig, richtig sauberes Wasser. 400 Meter Sandstrand. In der Sommersaison kostet das ein bisschen Eintritt, aber wenn das so ein bisschen gegen den Herbst geht, kommt man umsonst rein. Und ich meine, was willst du mehr? Morgens aus dem Camper, raus ins Wasser, einfach mal schön reinplümpsen. Mehr geht nicht, oder? So, stopp mal, guck mal hier. Das sind Wäschetrockner. Camper sind halt erfinderisch, ne? Teurer Wäschetrockner, glaube ich. Hoffentlich bricht er nicht ab. Oh, hier sieht es nicht aus. Hallo! Hallo. Friso. Hallo. Das ist der Lukas. Moin, servus, Robert. grüß euch. Gute. Robert Robert. und Achim. Achim. Eigene Zapfanlage hier auf dem Platz. Ja klar, braucht man. Jetzt sind wir hier in einer bisschen anderen Liga. Sind das auch noch Setras? Ja, sind auch Setras. Aber das sind jetzt keine Camper mehr, oder? Doch, ist auch ein Wohnmobil. Deiner. Ja. Dürfen wir reingucken? Ja klar doch. Echt? Ja. Ja, dann bitte nach dir. Ich lasse euch vor. Oder soll ich vorgehen? Geh du ruhig vor. Kommt's rein. Das ist ja... Das war, glaube ich, jetzt die längste Strecke beim Campingcheck, wo ich mal nichts gesagt habe, oder? Ich kann immer noch nicht sagen. Das ist ja irre. Den hast du aber so gekauft. Nein, haben wir selber ausgebaut. Den hast du selber ausgebaut. Ja, meine Frau und ich. Und wir waren 6 Jahre dran. Aber was machst du beruflich? Also ich bin Unternehmensberater. Ja gut, aber ich dachte, du machst irgendwas Handwerkliches, weil das ist ja hier mit Granitplatte. Genau. Also es ist ja auch für mich ein Ausgleich, weil ich im Beruf eben nur mit dem Kopf arbeite. Und hier kann man jeden Abend auch mit den Händen arbeiten und sieht, was man geschaffen hat. Darf ich weiter gucken? Ja, klar doch. Komm, geh ruhig vor. Gut. Ey, das ist ja hier... Waschmaschine. Genau. Und Bett. Ja, ein Bett haben wir natürlich auch, das braucht man. Das ist ja irre. Das ist aber ein neuer Bus hier, oder? Nein, das war auch ein gebrauchter Bus. Echt? Ja. Boah. Als wie, Waschmaschine. ja, die Waschmaschine ist geschuldet. Wir haben ja das Fahrzeug für uns gebaut, für den Unruhezustand, wo wir dann einmal länger am Stück unterwegs sein wollen. Und unser Wunschtraum war es einmal, ja, USA zu bereisen. Wir hoffen, dass wir uns den immer noch erfüllen können. Und dann mit dem Schiff rüber, oder was? Genau, Roll-on, Roll-off nach USA. Schwimmen kann er noch nicht, ne? Nö, hoffentlich nicht. Bei dem her. Vielen Dank. Also, war Gerne eine geschehen. Zeit. Ey, eine gute Fahrt. Und was ein Zustand hier. Danke, danke. Toll, toll, toll. Tolles Teil. Ja, reicht doch, oder? Mir reicht's doch nicht, du. Ich will noch mehr sehen. Komm, lass uns doch mal gucken. Ja, aber die Größe. Hallo! Lukas, Friso, Servus, wir drehen grüß Film euch. über das Camping, sind hier gerade im 7. Himmel. Ja, wir auch. Ganz entspannt. Wir auch. Was ist denn das für ein... Wem gehört der? Mir. Ich muss rein. Da, dürfen wir uns den angucken? Jo. Kommst du mit? Das ist ja... Was ist das für einer? Das ist der ehemalige Bücherbus der Stadt Heilbronn. Ach, Quatsch. Ja, Ein Bücherbus. Lukas? ehemalige, ja. Und darum haben wir die Bücher gleich mitgenommen. Boah, ist das schön. Ist das echt Holzparkett? Ja, Das ist ja... echt Holz. Alles selber gemacht. Boah, ist das schön. Was machst du beruflich? Beziehungsweise, wenn ich dein T-Shirt angucke, was hast du beruflich gemacht? Ich war Hausmeister. Hausmeister. Okay, dann hast du ein bisschen handwerklich begabt. Ja, sozusagen. schon ein bisschen. Aus, wo bist Guck dir das mal an. Das, Also ist, jetzt legst du aber 13 hier. das ist ja krass bei eurem Treffen. Da steckt ja der eine den anderen. Das ist ja nicht mehr... Hier mit Kamin. Ja. Holzkohleofen? Holzkohle sogar. Also Ja. nicht irgendwie Gas oder... Nee, Holzkohle. Wie bist du auf die Idee gekommen, dir so einen Bus auszubauen?
ein langer Jugendtraum. Ja, VW-Bus. Aber das ist ja jetzt ein bisschen ausgeartet. Schon was Größeres wollte ich. War schon immer angesagt. Und wie lange hast du den jetzt? Den haben wir 9 Jahre lang restauriert. Das sieht man. Wie wir den gekauft haben, war es eine Leiche. Muss man wirklich sagen. Kein Pfennig wert. Nicht mal ein Schrottpreis, weil da war nur Rost. Und dann haben wir eben 9 Jahre lang restauriert, gearbeitet, gemacht. Bis es so jetzt dasteht wie jetzt. Ach, guck mal, da ist ja noch jemand. Hallo. Dürfen wir kurz stören? Ach, guck mal hier, wie schön. Oh, ihr habt das so schön hier. Guck dir mal die Tapeten an, Lukas. Das ist ja wie im Schloss hier. Ich bin der Friso, hallo. Servus. Der Lukas. Das ist ja... ihr habt 9 Jahre dran gebaut. Ja. Das ist Aber schon das der ist so erste Urlaub nach 9 Jahren. Das ist euer erster Urlaub. Und wir Wahnsinn. dürfen hier rein. Das ist... Gänsehaut. Ich krieg ich krieg wirklich Gänsehaut. Ihr wisst also... Hier ist noch unsere Waschmaschine drin. Ach, die ist ja süß. Also was heißt süß? Also, Ja, 4 Kilo. Also wir sind jetzt noch nicht richtig eingerichtet. Es entwickelt sich jetzt noch so, wo die Dinge ihren Platz das sieht finden. doch mega aus hier bei euch. Was sind eure Pläne? Also wo wollt ihr hin damit? Schatzi, was ist schon zu planen? Ja, wir wollen mal hier wohnen. Komplett. Ja. Darum haben wir es eben ausgebaut, so wie zu Hause. Und dass man auch längere Zeit hier drin wohnen kann. Jetzt sehe ich erst, die sind ja gar nicht echt, die Bücher. Ja, das ist ein bisschen Weil einfacher. es zu Wir was? wollten einen Stauraum dahinter haben. Hier haben wir einen Kühlschrank dahinter. Nee. Gefrierfach. Was man eben braucht. Wahnsinn. Ein richtiger Backofen. Das ist ja Wahnsinn. Ein Auszug, Küchenverlängerung. Mit elektrisch. Nein. Wahnsinn. Und hier die Kinosessel. Also passt gut auf euch auf. Und auf diesen Schatz. Hat's einen Namen? Nee, haben wir nicht. Nee, schon zu Bus. Der heißt einfach Setra. Cetra. Der ist Cetra. Also macht's gut. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss. Was für Riesenteile, oder? Da ist Pamela ja mit ihren 6 Metern ein richtiger Minicamper gegen. Dafür fährt sie auch schön wendig Richtung Lahntal. Denn hier gibt es einen ganz besonderen Ort. Den Campingplatz Auenland. Genau, wie aus dem Film Herr der Ringe. So. Das sieht doch schon mal sehr einladend aus. Campingplatz Auenland. Willkommen. Wir dürfen direkt durchfahren. Platz habe ich mir schon ausgesucht auf der Karte. Soll schön sein. Gleich an der Lahn. Da kriege ich gleich wieder richtig Bock. Campingplatz, Pamela. Das ist es, Leute. Das ist Camping. Hier ist unser Platz. Yeah. Camping. Friso, da bist du ja. Ja. Wo warst du denn? Weißt du eigentlich, wie warm das in der Pamela ist? Ich habe ja keine Klimaanlage. Hier, einen kleinen Pool auf dem Platz. Das ist schon ziemlich cool, finde ich. So, jetzt reicht's aber raus da. Wir müssen weiterdrehen. Ja, Auf! Ich komme ja drauf. Gib noch ein bisschen. Da! Ast rein. Hast gesehen? Hast gesehen? Ja. Nachher heißt es wieder, der Richter hat sich hingekriegt. Auenland-Camping, so langsam wird's klar, oder? Ey, die Lahn ist der Knaller hier. Ich habe euch am Anfang gesagt, der Camping-Check ist eine Sendung von Camper für Camper. Und deswegen ist auch wichtig, dass ich Tipps von euch kriege. Also Lukas und ich, wir sind ja immer viel unterwegs, um schöne Campingplätze zu entdecken, wie den hier. Also Das ist schon der Knaller hier. ist geil, ne? Und wir wollen aber auch besondere Camper kennenlernen. Und deswegen, ihr könnt mich immer anschreiben auf Insta, Friso Richter, oder mir eine Mail schreiben an hessencamper@hr.de. Und der Stefan hat mir geschrieben, Friso, ich glaube, da gibt es jemanden, den nämlich, den brauchst du in deiner Sendung. Das ist der Anno. Und ich habe schon Bilder gesehen von dem Teil. Ich habe gedacht, das müssen wir haben. Anno, Mensch, Friso, hi. grüß dich, hi. Oder? Erstmal danke, dass du extra aus dem Norden angereist bist zu uns. Danke, dass ich hier sein darf. Oldenburg, ne? Ach, richtig, genau. Was für ein schönes Teil. Das Beste ist, Echt? du hast Oh, ihn schön. selbst gebaut. Ja.
Das ist erstmal Hut ab von Camper zu Camper. Da gehört schon einiges zu. Und eine Sache ist mir gleich aufgefallen. Und jetzt schließt sich nämlich so langsam der Kreis, Freunde. Wir sind ja hier auf dem Campingplatz Auenland. Und wenn die Tür nicht schon nach Hobbithöhle aussieht, weiß ich auch nicht, oder? Ja, das ist sowieso eine geile Story. Und die Hobbithöhlen haben es mir auch angetan. Was machst du eigentlich? Ich entwickle und prüfe eigentlich Flugzeuge, Hubschrauber. Und ich bin einer der letzten Holzflugzeugbauer, die es überhaupt noch weltweit gibt. Du baust Holzflugzeuge? Genau. Aber Und jetzt fliegen kannst du nicht, dein Ei. komm noch. Komm noch. Können wir mal reingucken? Ja, klar. Ich bin total gespannt. Hat 2 Türen. Das ist ja mal gemütlich. So, ja. Das Und eine Küche integriert. Das, bei der Größe ist das ja nicht normal. Hau rein, absolut. Ich habe noch Lahnwasser an den Füßen. Ich hoffe, das stört nicht. Ja. Das ist ja... Kommst du zu mir? Ja, klar, gerne. Guck, was für ein Durst ist auch da. Das ist ja cool. Das ist dein Wassertank hier? Genau, 10 Liter Wassertank. Wie schön. Frischwasser kann man reicht für ein Wochenende vollkommen. Und hier kann man dann auch gleich schön kochen. 3500 Watt ist in ein paar Minuten ist der Tee fertig. Oder schön mit Gas. Hier, Espressokanne für morgens. Das heißt, cool. Wir haben ja vorher ein bisschen telefoniert. Nachhaltigkeit ist schon so dein Ding, ne? Das, wo wir auf jeden Fall alle früher oder später hin müssen. Anders geht's nicht. Ja, du hast recht. Niedrige Energie. Darf ich? Ja, also es Ach, hier gleich reinschnibbeln. Genau, hat sich meinen Sohn gewünscht. Dein Sohn. Genau. Was ist das? Was ist denn das hier? Das ist der legendäre Beschleunigerofen. Es war einer der Hauptkriterien von einer Bekannten, also warme Füße. Und deswegen haben wir den Beschleunigerofen hier entwickelt. Und ach, mit Kerzen, wie das funktioniert? Ich werde verrückt. Der hat Bums ohne Ende. Eine Kerze hat ja rund 60 Watt und 12 Stück, da geht richtig die Post ab. Also wenn man alle anmacht, dann hat man es hier innerhalb von ein paar Minuten, ist es richtig warm hier drin. Und warum war jetzt das deiner Bekannten so wichtig, wegen warme Füße? Es gibt so eine Orgasmusuntersuchung aus Amerika, wo so, jetzt sind wir beim Thema, Leute. Jo, ist sehr, sehr spannend. Und zwar im Kernspintomographen wurden die Gehirnaktivitäten während des Orgasmus untersucht. Und die weiblichen Probanden, wirklich kein Joke, die weiblichen Probanden haben es nicht geschafft, mit kalten Füßen Orgasmus zu bekommen. Genau. Und also, eure Erfahrung immer an hessencamper.hr.de, da wollen wir natürlich mehr drüber wissen. Immer ein Fußöfchen dabei. Immer ein Fußöfchen dabei. Ich meine, ganz wichtig. Macht jetzt Sinn. Gut. Gut, müssen wir nicht weiter Nein, ausführen. alles gut. Jetzt hast du hier ein großes Bett, sehe ich gerade. Genau. Und aber halt Klon so fehlt trotzdem, ne? Wie bei jedem anderen kleinen naja, ist ja erstmal der Stauraum. Und wo ist der? der ist hier drunter. Ich klapp mal hoch, Achtung. Oh wow, oh, Das okay. sind 1000 Liter. Das ist aber krass. Und hier ist noch mein Bettzeug, wenn es ein bisschen kälter wird. Auch wenn der normales- Fußofen mal nicht funktioniert, die Beschleunigerbank. Ach, was ist das denn? Das ist die ökologische Trenntoilette. Wie funktioniert das? Das ist einfach. Ach so, vorne. Ist getrennt. Flüssig und fest ist getrennt und dadurch stinkt es nicht und ist nicht eklig und voll kompostierbar. Also das volle Ökoprogramm. Und jetzt wird es nämlich spannend, weil das Teil soll bald jeder für 5.000 € als Bausatz kaufen können. Da wollen wir hin. Und dann kann man auch richtig viel Geld sparen. Also zwischen 5.000 und 25.000 dieser Bereich ist das, was man mit Eigenarbeit leisten kann. Und es macht Spaß, dieses zen-hafte Bauen. Du kommst da in den Flow und fühlst dich einfach nur, gehst mit dem Grinsen aus der Werkstatt am Abend raus. Und das ist geil. Ey, Anno, Mehr kann ich da nicht sagen. Ich drücke dir so die Daumen, dass das klappt. Start-up hier, so ein ökologisches, geiles Start-up. Es fühlt sich richtig schön an, Leute. Danke, dass du gekommen bist. Immer gerne. Mega. Pass auf dich auf. Vielen Dank. Ich drück dir die Daumen, Mann. Cool. Was ein schönes Teil. Guckt euch das an. Wow. Für uns geht's weiter zum tänzelnden Pony. So heißt das Restaurant hier auf dem Platz. Lukas, komm hoch. Brauchst nicht angeln? Ich wollte mal gucken, was es zu essen gibt gleich. Das sieht aber nett aus hier. Guck mal.
Das ist schon schön. Hallo Friso, schön, dass du da bist. Du bist? Nicole. Nicole! Ja. Servus, grüß dich. Hallo. Lukas? Hi. Lukas, hi. Dein Platz hier Mein Platz, genau. ist schon Auenland. ziemlich stark, echt, ehrlich gesagt. Ja, gefällt's dir? Ja. Warum der Name? Ach, das hat zwei Gründe eigentlich. Auenland, ne? Wir sind ein Campingplatz am Fluss. Aue, Auengebiet, Wasser steigt und fällt. Von der Lahn, ja. Lahnaue. Und im zweiten Zug dann das Thema Auenland von Herr der Ringe. Das Hab ich mir finden wir beinahe ganz gedacht. toll. Ne? Ich als Frodo Richter. Ne? Ja. Genau. Hast du was zu essen für uns? Natürlich. Lukas hat Hunger, hat er gesagt. Ja, ich super schieb's immer gerne. auf ihn. Das ist einfach so eine Masche. Dann muss ich nicht sagen, dass ich verfressen bin. Alte aber Masche, kennen wir kannst schon. doch erzählen. Ja. Ja? Ja, sehr gerne. Nehmt Platz. Ich habe Gerne. auch die Karte schon mal mitgebracht. Für Ah, euch. oh, das ist natürlich super. Dankeschön. Bitte, bitte. Was gibt's? Was empfiehlst du? Es kommt drauf an, was du magst. Magst du Fleisch? Magst du eher doch lieber Salat oder eine Pasta-Mahlzeit? Wir haben auch einen Curry. Legolas, das Schnitzel-Spezial, eine Kombination aus Frodo und Gandalf. Das Legolas, genau. Ja, das ist eine Spezialmischung, sag ich mal. Wir können das abkürzen. Lukas? Ja, nehmen wir auf jeden Fall. Ja? Zweimal bitte. Zweimal das Legolas. Gut. Ich glaube, da kommt was. Was? Da kommt was. Oh, Friso. wir haben einen Filmfehler. Das Bier ist fast leer. Oh, das geht ja gar nicht. Das ist irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das Boah, passiert. guck dir das an, wie lecker das aussieht. Guck mal hier. Ich werd verrückt. Na, dann kommt doch gleich mal ein neues, oder? Danke dir. Ich habe eine Frage. Stopp, ich habe eine Frage. Auf eurer Homepage steht, ihr seid ein nachhaltiger Campingplatz. Ja. Wo kommt das her? Das Fleisch Das Fleisch. kommt aus einem Nachbarort von einem Bauern, der eine eigene Metzgerei hat, Metzger ist, eigene Tiere hat, Schweine, Rinder, Hühner und so weiter. Und da beziehen wir unser Fleisch her. Das klingt gut. Lukas gibt Essen. Oh, ich glaube, wir sollten was essen. Dann guten Dankeschön, Appetit. vielen lieben Danke, Dank. Nico. Ja, das sieht schon lecker aus. Guck mal hier, Champignons, Schmorzwiebeln. Und sag was. Wisst ihr was, ich stelle mal die Kamera weg. Mir reißt das Herz auch Hunger. Komm, jetzt kalt. Schon stimmen. So Leute, jetzt gibt's Essen. Guten Bild Appetit, schon mein stimmen. Freund. Ich musste mal einrichten. Mega. Achtung. Und? Gut, ne? Das ist mal ein heimisches Schwein. Ich sollte mal an den Prost, Texten mein noch Lieber. arbeiten, weißt du? Es ist halt manchmal schwierig, wenn wir nichts Heimisches Schwein. planen. Prost. Einfach nur drauf drehen. Prost, mein Freund. Auf euch. Das Schnitzel Legolas kostet übrigens 18 €. Was ist das denn? Da hat sich aber jemand im Auenland verfahren, oder? Was ist denn das für ein Monster? Ein Tatra, Friso, das ist ein Tatra. Krass. Was für ein Teil. Guck dir die Reifen an, ich werde verrückt. Das sind, glaube ich, die größten Reifen, die wir bis jetzt hatten, oder? Ja. So als Biertheke nachts? Nicht schlecht, fehlt nur noch nachts ist Bier. auch gut. Guck mal, Komm, der schläft schon, wir müssen weg. Ja. Gute Nacht. Apropos Schlafen, das wird dein Nest für heute Nacht. Das sieht ganz gut aus. Ja, Leute, ihr wisst ja, für alle Leute, die immer ganz gerne campen wollen, aber vielleicht noch nichts haben oder das zumindest mal ausprobieren wollen, gibt es ja auf vielen Plätzen immer was zu mieten. Hier ist es ein Wohnwagen für die ganze Familie. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen. Komm mit, Lukas, deine Übernachtungsmöglichkeit für heute Nacht. Schön großes Vorzelt. Kann man schon bleiben, ne? Na, wunderbar, dann übernimm mal. Ich gucke mir das mal an. So, Das Lämpchen brauchst du. Ach, guck mal hier. Könnten wir zu viert. Als meine Jungs noch klein waren, hätten die hingekonnt. Ja, jetzt mittlerweile sind sie ja ein bisschen größer. Die ne? sind groß jetzt. Das ist ein bisschen eskaliert in deiner Familie. Die sind groß, aber Perfekt für die ganze Familie. Hier, guck mal. hey Leute, Kühlschrank an Bord. Ist halt leer. Ja, da hast du ja was vielleicht dabei. Kannst mir was Ich bringen. leide was. Und? Probe liegen. Probe liegen. Ah, Guck. sehr gut. Ah, Ist gut. Ast rein. Geht? Ja, hier bleibe ich. Ja. Bingo. Bis morgen, Friso. Bye, bye. So, man kann da sagen, ich kümmere mich nicht hast du um dich, gut ne? gemacht. Ja. Bye, bye. Richtest du ein bisschen ein, ne? Ciao. Lass mich mal in Ruhe. Die Übernachtung im Mietwohnwagen kostet übrigens für eine vierköpfige Familie 61 €. Nach einer entspannten Nacht für mich in der Pevela muss ich wieder früh raus. Lukas und ich haben heute einige Kilometer vor uns.
Es geht vom hessischen Lahntal rüber nach Bayern. Genauer gesagt Dinkelsbühl. Da haben wir vor fast einem halben Jahr Odin und seinen Lebensgefährten Ben besucht. Die haben sich hier ihren eigenen Traum vom Campingplatz erfüllt. Die Folge findet ihr übrigens auch in der ARD-Mediathek. Ja, und die beiden Jungs kamen wohl so gut an, dass das Ganze auf dem Platz etwas eskaliert ist. Es klingt irgendwie spannend und deswegen fahren wir die beiden einfach nochmal besuchen. Ein bisschen wie nach Hause kommen, oder? Ist auch ganz schön was los. Hey! Odin, grüß dich. Servus. Moin. Willkommen zurück. Servus, Lukas. Wie ist es? Anstrengend. Anstrengend? Stressig eben gerade. kurz den Ben. Ben, ganz kurz. Grüß dich. Hi. Servus. Alles gut? Servus. Hi. Mein Lieber. Alles gut. Ja. Was ist los? Also, viel zu tun. ja, Seitdem er das letzte Mal da war, wird bei uns die Bude eingerannt. Wir Ernsthaft kommen jetzt? fast nicht mehr nach mit der Arbeit, ja. Sie stehen teilweise bis ins Dorf runter, Schlange. Wir sind super glücklich natürlich, dass jetzt der Laden auch wirklich so voll ist. Euch zu verdanken. ja ich glaube, es liegt aber auch, ehrlich gesagt, das hat ja was immer mit den Betreibern zu tun. Ne? Also, ihr scheint ja irgendwas richtig zu machen, dass die Leute hier hinkommen, oder? Ja, anscheinend. Anscheinend sehen es die Leute. Wir machen es halt so, wie wir es für richtig empfinden. Und damals waren die Dauercamper ja schon auf eurer Seite, jetzt packen die alle mit an, damit ihr das packt. Packen die mit an, dass der Platz auch weiter so läuft, wie er jetzt gerade zu tun ist. Da ist Sabine. Sabine. Hi. Hi. Sorry, ganz kurz. Ich will dich nicht von deinem Namen. Grüß dich, hi. Servus. Warum packst du denn mit an? Du machst doch Urlaub hier. Richtig, aber man muss die unterstützen. Wir sind froh, dass die da sind und wir freuen uns darüber, dass endlich wieder Leben auf dem Platz ist. Und deswegen helfen wir, wo wir können. Super nett. Ja. Bist du allein oder machen das viele bei euch? Viele Nö, wir sind schon mehrere Dauercamper. Allein kann man das nicht machen. Wir sind eine super Gruppe, muss ich sagen. Also, ja. Ist schon ein bisschen Liebe hier am Start, ne? Na klar, logisch. Aber es macht schon noch Spaß. Ja, macht super Spaß. Sonst wären wir ja nicht hier. Ne? Ja, aber ich meine, so viel Arbeit ist ja schon heftig, ne? Ja, gehört halt mit dazu. Irgendwas scheint dir richtig zu sein. Ach, da ist die Nicole, die hat unsere Gastro jetzt übernommen. Hallo Nicole, ich bin Friso, ich mach mal so. Und die Nicole, Und wer bist du? Der Sohn dann. das ist mein Sohn, genau. Und du arbeitest auch mit auf dem Campingplatz bei der Mama? Karte, habt ihr das gleich übernommen, was die Jungs hatten? Ja. Oder? Ja? Schon. Mit den gleichen Rezepten. Ah, das ist also immer noch das Gleiche Genau, geblieben. aber auch andere Gerichte sind mit drauf. Okay, wer ist er hier? Seecamp Toast, das ist mein Mann. Ah, Gude, hallo? Hallo. In Hessen sagen wir Gude, Entschuldigung. Okay. Ja, dann- Den Seecamp Toast, unsere Spezialität. Und natürlich der Schüttelsalat und der Schnitzel. Das ist alles geblieben? Ja. Na, dann viel Spaß euch. Dankeschön. Gute Saison wünschen wir euch. Vielen Dank. Ah ja, das ist übrigens der Bernd, auch ein Dauercamper von uns. Der, ja, hier packt gerade jeder mit an. Der macht so Rasenmähen und Heckenschneiden und so Sachen. Und ja, war auch wichtig. Wir hatten ja, wie gesagt, wie ich schon erzählt habe, ein ziemlich anstrengendes Jahr. Wir hatten einen schlimmen Sturm hier, wo auch Bäume auf Wohnwegen gefallen sind und so. Das brauchst du ja auch nicht dann. Genau, zu dem Zeitpunkt waren ich und der Ben mit Corona eingesperrt. Also wir konnten auch nicht raus und helfen und haben dann über unsere WhatsApp-Gruppe mit den Dauercampern aufgerufen, ob uns jemand helfen kann. Wie erklärst du dir, dass sie alle helfen? Also das ist jetzt, komm, das ist nicht normal, oder? Nee, also wir sehen das auch gar nicht als normal und sind auch echt dankbar. Ich glaube, dass wir wirklich ein sehr gutes Verhältnis zu unseren Dauercampern haben. Wir sind immer ehrlich und offen mit denen. Und ich glaube, dass wir da relativ gut den Weg gefunden haben zu den Dauercampern und ja, sind denen auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Ich gehe mal parken mit der Pamela. Ja, genau. Und, Platz wisst ihr. Ja, mal gucken, ob es ein paar neue spannende Camper bei euch gibt. Ja, schaut euch um, wir haben ein paar da, ich weiß es. Und es gibt noch jemanden, den wir nachher besuchen müssen. Großes Wiedersehen, Leute. Also bis später. Bis später, macht's gut. Ciao. So, schnell Pamela geparkt und ihren Schlafzimmerblick aufgelegt. Bin schneller. Etsy Betsy. Dann geht's für Lukas und mich auch schon auf die Jagd nach außergewöhnlichen Campern. Die Elektroscooter kann man sich jetzt hier neuerdings ausleihen. Das ist schon eine ziemlich coole Sache. Überholt. Was ist denn das? Das ist, Wow, das ist mal ein Ausdruck. das ist aber echt, das ist echt mal ein Auspuff. Oh. Ich werde verrückt. Guck mal hier, Traumschiff.
passt die Pamela unten drunter. Ja, Traumschiff, geil. Was für ein Apparat. Hallo? Ach, hallo. Ich bin der Friso, hallo. Hallo. Lukas? Servus, grüß dich. Manfred, hallo. Mal Hallo sagen. Hallo. Wer bist du? Birgit, hallo. Ich bin der Servus, Friso. grüß Lukas, dich. Hi. wir drehen hier einen Film über das Camping. Und ich sag mal so, ihr passt so in unser Beuteschema. Was ist denn das für ein Monster hier? Das ist ein Magirus Deutz, Baujahr 1979. Es war einmal ein LKW, darum hat er Allradantrieb, hat Differentialsperre und ist umgebaut worden zu diesem Wohnmobil. Wahnsinn. Und das wäre ja auch was für mich hier. So ein Motorrad am Haken, das ist ja genial. Damit wir flexibel sind, in die Orte reinfahren können. Und durchs Gelände vor allen Dingen hier, ne? Ja, auch. Birgit, warum Traumschiff? Weil das unsere Träume verwirklichen soll. Ja? Und weil das auch wegen der Treppe, das war mein erster Gedanke, wie bei so einem Schiff wird es so runtergelassen und wieder hochgezogen. Und Ach nee, ihr habt ja so eine richtige, so eine Gangway. ja, genau, an der Schnur müssen wir es hochziehen und dann ist die Klappe zu und es ist auch quasi einbruchsicher. Ich gehe die Gangway mal hoch hier. Ahoi, Captain Lowak. Oh, das ist ja kuschelig hier drin, du. Wow, guck mal hier. Da habt ihr aber schon Platz. Oh. Ah, das ist das Bett oben, Birgit, Da ne? oben ist das Bett, ja. Und ach, unten geht's direkt ins Fahrerhaus. Das ist ja genial. Sonst kann man ja während der Fahrt nicht immer hinter aufs Klo gehen oder irgendwas. Man muss dann immer, weil die Treppe ja beim Fahren oben ist. Die Zugbrücke ist hoch. Ja, Heizung geht mit Gas, Solar auf dem Dach, 600 Liter Diesel, 400 Liter Wasser Alles dabei. da. Ne, 600 Liter Diesel? 600 natürlich, wenn Sie heute unterwegs sind. Ne, das Ding braucht zwischen 20 und 25 Liter pro 100 Kilometer. Oder überlegst du aber, wo du hinfährst, oder? Ja. Da bleibt man lieber mal stehen auch mit dem Jetzt, Schloss. jetzt schon. Ne? Vor ein paar Jahren noch nicht, aber jetzt ist es einfach so. Ne? Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit eurer Burg, eurem Schloss oder was auch immer. Ja, Eurem danke. Traumschiff. Traumschiff, genau. Danke, dass wir mal Das ist gucken unser durften. Traum. Ja. Ein Mordsteil. Für Lukas und mich geht's mit den Scootern weiter über den Platz. Und ich hab da doch vorhin irgendwie so ein gelbes Teil ankommen sehen. Die Biene Meier ist da. Das ist ja... Oh. Ich glaube, das wird der neue Kumpel von der Pamela. Hallo. Servus. Servus. Lukas, ich bin Friso. Grüßt euch, hallo. Servus. Alex. Hallo. Alex und? Thomas. Thomas, oh, das ist schon mal gleich sympathisch. Bock auf Metal. Ja klar, vor allem Bock ist gleich auch der Familienname. Ja. Nein. Wir lieben alte Campingwohnmobile. Also ich auf jeden Fall. Ich fahre die Pamela. Die ist fast 30. Deswegen, was hast du gesagt? Kenn ich, die Pamela. Du kennst die Pamela? Vom Film, vom Sehen. Ah, okay. Dann weißt du ja, warum wir hier sind. Okay. Was ist denn das für ein tolles Teil? Ein Opel Bedford Blitz, 78er Baujahr. Das sieht ja toll aus. Möchtet ihr ein Bier? Lukas, ein Bierchen? Sagen wir nicht nein, du. Ja. Also, gegen Feierabend. Ich hol mal. Okay, dann heute durch. Ich hol's. Ich weiß, wo es ist. Darf ich mal mitgucken? Na logisch darfst du mit. Nicht stolpern. Oh, guck mal, hier ist Kühltruhe. Super. Ja, Kühlschrank hat gestern den Geist aufgegeben. Man muss ein bisschen dranbleiben bei den alten Schätzchen, ne? Da muss man dann überprüfen. Was kostet so ein Teil, sag mal? Also wir haben den, es war eigentlich ein Schnäppchen, für 4,5 bekommen. Oh, das ist aber saubillig. Das war- Also wir wissen, in welchen Zeiten wir gerade leben hier. Ja, das war letztes Jahr im Oktober für 4,5. Ja. War was zu tun, klar. Ja. Also Bremsen, Kupplung, die ganzen Öle und so weiter. Aber ansonsten war nicht viel zu tun. Oh, danke schön. Wird schön. Super, dank dir. Das ist auch Gerne. lieb. Habt ihr euer Wohnmobil noch mal nachgebaut? Ja, musste sein. Habt ihr selber gemacht? Ja, klar. Da seid ihr auch da vorne. Ja. Ihr seid schon Lego-Fans? Ich bin so ein Lego und vor allem so ein Lego-Foto-Fan. Ich habe die komplette Family habe ich als Lego-Männchen und wo ich dann halt irgendwie so mal arrangiere oder blöde Fotos damit mache oder Echt jetzt? Ja. ohne Witz, Ja. ja. Also ich bin im THW, wo ich dann eine Einsatzstelle nachstellen kann oder mal einen Urlaub oder ein Angeln oder mal
Ja, was mir halt gerade für eine Blödsinn einfällt. Irgendein Blödsinn fällt mir immer ein. Super. Camper sind einfach immer ein bisschen bekloppt, oder? Ja. Oder? Ja. Wir sind einfach ein bisschen Ja. Aber was ein schönes Teil, wirklich. Also, und die Kissen. Lukas, hast du die Kissen gesehen? Hab ich gesehen, na klar. Ja, Lego-Kissen. Dann euch eine schöne Zeit hier. Gute Fahrt weiterhin. Prösterchen. Prost. Vielen lieben Dank. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß hier. Dankeschön. Sieht auch ein bisschen aus wie so ein Lego-Fahrzeug eigentlich, ne? Ja, eigentlich fast ein bisschen zu rund für Lego. aber ja. Na? Es wird Nachmittag auf dem Seecamp in Dinkelsbühl. Zeit für mich, jemanden endlich mal wiederzusehen. Guck mal, über die Tiere am Pool hier. Lukas, wir haben noch ein Date. Ja, ich würde sagen, ich sag nur Friso. Mit Friso, ganz genau. Da sind die Jungs schon. Letztes Mal, als ich hier war, habe ich erfahren, dass eine Ziege nach mir benannt wurde. Das steht sogar. Es gibt hier Frieda, Fridolin und in der Mitte Friso. Guck mal, Friso. Ja. Da ist jemand dazugekommen. Flitzi. Mal gucken, wer das ist. Oh. Ich glaube, ich weiß, wer Flitzi ist. Bist du Flitzi? Das ist ja süß. Hi. Hi, Friso. Hi. Dich kennen wir noch nicht. Ich bin Friso. Harry. Harry, und wer bist du? Josephine. Josephine, hallo. Bist du auch Dauercamper, sag mal? Ja. Und du bist auch einer von denen, der hier mit anpackt? Ja, seit das über finde ich ja 30 cool. Jahren bin ich hier auf dem Platz. Und warum unterstützt du die Jungs so gern? Weil mir das Freude macht, wie sie innerhalb kurzer Zeit diesen Platz wieder vorwärts bringen. Flitzi will auch ins Bild. Weil sie für die Kinder ist einfach toll, macht mir Spaß. Josephine, wer ist Friso? Er hier, ne? Ja. Der Dicke. Daran haben wir gemerkt. Der immer gerne isst. Guck, der Ja, ist. ja, der ist immer. Benimmt er sich denn gut? Nee. Nee, echt nicht? Nee. Müssen wir schimpfen mit dem Friso? Der Friso, der jagt immer der Fridolin und Fridolin jagt immer die Frieda weg und so geht's halt immer hin und her. Futterneid halt. Ach, guck mal, das ist Flitzi. Wo kommt die denn her auf einmal? Das ist aber jetzt kein Nachkomme von mir. Also vom Friso. Nee. Nee? Friso ist kastriert. Ich finde, da hätte ich ja ruhig mal ein Wort mitreden können, oder? Friso haben wir tatsächlich schon kastriert bekommen. Ja, ich sehe, ihr habt das hier im Griff, auf jeden Fall. Das Ja. aber mit Verstärkung, ne? Es ist schon ein bisschen so, dass wenn man Herz gibt, dass da was zurückkommt, oder? Ja, das Gefühl haben wir schon. Also es ist wirklich eine ganz tolle Gemeinschaft hier auf dem Platz. Und ja, wie wir schon gesagt haben, also ohne die Hilfe hätten wir die Saison wahrscheinlich nicht überlebt. Also es war wirklich ja, sehr anstrengend für uns. Freuen uns natürlich, dass das so eingeschlagen hat, auch dank euch natürlich. Und sind da dankbar für die Hilfe, dass die uns die Arbeiten abnehmen, damit der Betrieb einfach gut laufen kann und auch die Leute ihren Urlaub hier genießen können, was sie sich auch verdient haben. Hauptsache, ihr habt auch noch ein bisschen Zeit dabei für euch. Ja, wir nehmen uns unsere Zeit. Versuchen es auf jeden Wir Fall. versuchen's. Ne, Friso. Friso, der bleibt und ist verfressen. Ja, guck mal, so wurde früher gecampt. Ja, mein erster Wagen war auch eine VW Käfer in knallrot. Aber Friso, pass mal auf, ganz kurz. Kleinigkeit haben wir zu feiern. Also kleines Jubiläum haben wir schon. Leute, wir haben alle was zu feiern. Und zwar... Hätten wir nie gedacht. Komm, ganz ehrlich. Wir sind echt ein bisschen stolz auch. Ja. Die 10. Folge Camping Check, da wird natürlich mit Apfelwein angestoßen. Habe ich mitgebracht, eiskalt. Das darfst die Bayern hier aber nicht sehen lassen, dass wir hier hessischen Apfelwein trinken. Du, das kann Ärger geben. Ach, völlig okay. Alles gut. So, Leute. Hätten wir nicht gedacht. Cool, dass ihr uns immer die Stange gehalten habt. Das war wirklich bis jetzt eine große Reise für uns, oder? Und für Pamela. Vielen Dank, Leute. Echt cool. Es geht weiter. Das ist die gute Nachricht. Camping Check Folge 11 steht schon in den Startlöchern und auch die Folgen danach. Es geht auf einen der größten Campingplätze in der Mitte von Deutschland. Einer der schönsten Campingplätze. Und der Kracher eigentlich ist, ich kann es mir noch gar nicht vorstellen, ich freue mich schon tierisch, 200 historische Campingfahrzeuge und Pamela mittendrin. Es soll sogar eine Verlobung für Pamela geben. Habe ich gehört. Was dahinter steckt, finden wir raus. Jetzt habe ich auch Durst hier. Danke, mein Lieber. 10. Folge, Leute. Dank dir. Camping Bros hier. Bye, bye. Hoffentlich kriegen die Bayern das nicht mit dem Apfelwein. Ich bin mir nicht sicher. Völlig okay. Das kann wieder eskalieren. Äppler geht immer.